Beim Start von AVNav landest du sofort in der Navigationsansicht, in die zuletzt benutzte Karte geladen wird. Das Programmfenster ist so gestaltet, dass alle relevanten Daten schnell zugänglich sind. Dafür sorgen die sogenannten Widgets. Die Widgets können oben und unten und auch links im Programmfenster erscheinen. Du kannst sie frei konfigurieren, um ihre bevorzugten Informationen stets im Blick zu haben. Wie das im Einzelnen geht, thematisiert das Video zum Editieren von Layouts. In der rechten Seitenleiste findest du die Buttonleiste, die die wichtigsten Funktionen der jeweiligen AVNav-Seite zur Verfügung stellt. Eine der spannendsten Neuerungen ist das Main-Menü oben rechts, welches bei Klick eine Übersicht aller verfügbaren Funktionsbereiche von AVNav öffnet. Das ist besonders hilfreich, um schnell zwischen verschiedenen Einstellungen und Werkzeugen zu wechseln, egal ob auf einem Touchscreen oder mit der Maus. Durch das Aufklappen eines Funktionsbereichs erreicht man noch einmal alle dort relevanten Schaltflächen, hier aber mit längerem und aussagekräftigerem Text. Man kann sich also, ohne die jeweilige Seite wechseln zu müssen, auch kurz informieren, was in den einzelnen Bereichen an Funktionen zur Verfügung steht. Außerdem lässt sich das Menü verkürzen, um es für Navigationsaufgaben unterwegs handlicher zu machen. Denn viele Funktionsbereiche werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht täglich benötigt. Neu ist auch der Bereich Actions. Dort findest du Funktionen, die du unter Umständen schnell brauchst. Beispielsweise das Umschalten des Tag- in den Nachtmodus, die Steuerung der Fernbedienung, den Wechsel in den Vollbildmodus, das Teilen des Displays und auch das Herunterfahren der Software. Gehen wir nun die Schaltflächen der Reihe nach durch. Der MOB-Button befindet sich immer an gleicher Stelle auf jeder Seite. Ein Klick auf ihn erzeugt erst einmal einen lauten Alarm, sofern irgendein lautgebendes Element an dein Gerät angeschlossen ist. Es gibt zudem einen visuellen Alarm, die aktuelle Position wird angesprungen und deutlich markiert. In den zuständigen Widgets werden die Entfernung und der Kurs zum MOB-Punkt angezeigt. Ein weiterer Klick auf MOB deaktiviert den MOB-Alarm wieder. Durch Klick auf den Charts-Button können zuvor hochgeladene Karten aktiviert werden. Welche Kartentypen in der AVNav genutzt werden können, findest du genauer in der Doku. Neben der Kartenauswahl bietet AVNav die Möglichkeit, unterschiedliche Overlays hinzuzufügen. Mit Overlays können neben der reinen Karte weitere Elemente in die Kartenansicht eingeblendet werden. Das können Satellitenbilder sein, bereits gefahrene Tracks oder auch weitere Karten oder, wie hier zu sehen, die Position dänischer Ankertonnen. Das ist besonders hilfreich, wenn du zum Beispiel im Grenzbereich zweier Karten navigieren und die Karten nicht immer wechseln willst. Die Zoom-Buttons erklären sich selbst. Mit dem Follow-Button erreicht man, dass die Karte immer auf die Bootsposition zentriert bleibt und ihr folgt. Die Zentrierung wird durch ein bei AVNav wichtiges Element visualisiert, das Fadenkreuz. Dieses Fadenkreuz wird bei allen möglichen Funktionen benutzt, so auch bei der nächsten, nämlich dem Setzen eines einzelnen Wegepunkts. Das steckt hinter dem Button Start. Klickt man auf Start, wird ein Wegepunkt auf die Position des Fadenkreuzes gesetzt und im Widget tauchen sofort Informationen auf, wie weit es zu diesem Punkt ist, mit welchem Kurs er erreichbar ist und wie lange das in etwa dauern wird. Diese Funktion lässt sich also nutzen, um schnell und effektiv zu einem bestimmten Punkt, einer Ansteuerung, einer bestimmten Tonne zu navigieren oder sich einfach über den Weg dorthin zu informieren. Das ersetzt aber nicht die Routenfunktion. Das bedeutet, es gibt zwar einen Annäherungsalarm, aber kein automatisches Deaktivieren des Punktes, wenn er erreicht ist. Das geht nur über die Routenfunktion. Dazu gleich mehr. Der nächste Button mit dem Namen Course dient dazu, die Ausrichtung der Karte entweder auf den aktuellen Kurs des eigenen Bootes oder nach Nord auszurichten.
Dabei führt das Klicken zur kursbezogenen Ausrichtung. Standardeinstellung ist die Ausrichtung nach Nord. Eines der wichtigsten Tools in AV-Nav ist die Routenfunktion, die man mit dem nächsten Button mit Namen Route erreichen kann. Mit ihr kannst du komplexe Routen planen, Wegepunkte setzen und verändern, Routen speichern und starten. Zu diesem Themenbereich gibt es ein eigenes kurzes Einführungsvideo. Eine weitere Neuerung in AV-Nav ist der Tools-Button. Er blendet über einen Dialog zusätzliche Werkzeuge ein, die nicht ständig gebraucht werden. Mit Anchor Watch kannst du eine AV-Nav-interne Ankerwache auslösen. Hinter Show Waypoint Buttons verbirgt sich eine kleine zusätzliche Buttonleiste, die direkt rechts unten in die Karteneinsicht eingeblendet wird und themenbezogen zusätzliche Tools anbietet. Probiere das einfach aus, das meiste erschließt sich selbst. Mit Info@Crosshair wird das Fadenkreuz ein weiteres Mal relevant. Mit dieser Funktion lassen sich verschiedene Informationen zur angewählten Kartenposition anzeigen. Center Chart to GPS macht genau das, was es bedeutet. Ein Klick zentriert die Karte, visualisiert durch das Fadenkreuz, auf die aktuelle GPS-Position, wenn sie denn vorhanden ist. Mit Show Measure Buttons kann man sich die zusätzliche Toolbox mit Instrumenten zum Messen von Entfernungen füllen. In diesem Beitrag hast du kennengelernt, wie du das Navigationsfenster von AV-Nav nutzen kannst, einzelne Wegepunkte effizient setzt und das neue Main-Menü für häufige Funktionen nutzt. In weiteren Videoeinführungen kannst du weitere wichtige Funktionsbereiche von AV-Nav kennenlernen.